Die meisten dieser Katzen sind Spezialzüchtungen. Es sind Tiere, an deren Genetik der Mensch aus rein ästhetischen Gründen herumgepfuscht hat. Ich bin auch schuldig, denn ich besitze eine reinrassige Katze. Und das ist ein Cyberpunk-Element. Das ist etwas, was wir tun, seitdem unsere Spezies existiert. Wir passen unsere Umwelt an für unsere Zwecke. Und manchmal passen wir unsere Umwelt schlecht an. Und dann wird sie unpassend für uns, wie wir es jetzt überall erleben. Diese Katzen erinnern mich an Cyberpunk, denn schaut sie euch an. Sie sind total abgefuckt, aber sie sind hinreißend. Und man liebt sie noch mehr. Sieh her, diese kleinen Scheißer. Ich liebe sie. These little fuckers, I love them. I love them. Da ist etwas sehr Anziehendes an Cyberpunk. Ich habe das schon als Kind gespürt, als ich zum ersten Mal Neuromancer las oder Ghost in the Shell sah. So brutal, bösartig und gleichgültig diese Welt auch ist, so sexy ist sie. Dieser Style ist einfach unschlagbar. Das Cyberpunk-Genre vermischt den Hardboiled und Noir-Krimi mit einer Science-Fiction-Verkopftheit. Es geht um das Wesen unseres Bewusstseins. Darum, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Das Cyberpunk-Genre ist ja an sich ein wahnsinnig faszinierendes Genre, weil es ja sich um so existenzielle Fragen dreht. Wo beginnt der Mensch, wo beginnt die Maschine, wenn beides irgendwie anfängt zu verschmelzen, plus diese dystopischen Welten, wie wir sie aus Blade Runner kennen, die beherrscht werden von Megakonzernen, während die Reichen in ihren Wolkenkratzern tanzen und die Armen sich irgendwie auf den Straßen ihr Leben zusammenkratzen. Ich bin auf jeden Fall ein riesengroßer Fan vom Cyberpunk-Genre, weil das für mich so die Art von verstörender Zukunftsdystopie ist, die sich gar nicht mehr so weit entfernt anfühlt, irgendwie mit diesem riesige, kaputte Großstädte und alles ist irgendwie technologisch und gleichzeitig gibt es eine unfassbare Schere zwischen Arm und Reich und dieser technologische Fortschritt nützt eigentlich nur den Reichen. Das finde ich leider sehr realistisch und fühlt sich an, als würde es kurz vor der Tür stehen. Also an sich ein sehr politisches und sehr, sehr spannendes Setting, was im Gaming aber bis Cyberpunk 2077 fast keine Rolle gespielt hat. Start now. Das Spiel selber, in dem geht es ja darum, dass Vi, unser Hauptcharakter, versucht, aus diesem System auszubrechen. Eine Person, die aus sehr bescheidenen Mitteln kommt und die nun versucht, den großen Auftrag zu machen, um halt reich zu werden, berühmt zu werden und sich über all das hinwegzusetzen. Wie? Kannst du mich hören? Gut, es hat geklappt. Mein Name ist Songbird. Ich bin MUS-Geheimdienstanalystin. Ich habe mich über das Relic-Protokoll eingewählt und sehe und höre alles, was du tust. Ich weiß von der tickenden Bombe in deinem Kopf. Und ich kann dein Leben retten. Aber zuerst musst du zu diesem Geschwür von Night City gehen, namens Dogtown. In Phantom Liberty ist es so, dass wir dem Spiel selber noch einen weiteren Distrikt hinzufügen. Dogtown ist ein Distrikt, der komplett gesetzlos ist. Also das ist im Prinzip ein abgeschotteter Bereich von Night City, der komplett autonom ist. Und hier regiert ein gewisser Kurt Hansen, der mithilfe seiner militärischen Truppen oder Paramilitärs den Distrikt übernommen hat und hier einfach seine eigenen Gesetze macht. Wenn du auf der Flucht vor der Polizei bist, dann ist es ein guter Ort. Wenn du den Konzernen entkommen willst, Kurt Hansen hält sie fern. Wenn du dich an Kurt Hansens Regeln hältst, kannst du hier leben. Hier ist Kurt Hansen. Wenn du das hörst, bist du am richtigen Ort. NCPD, Bandenkriege, nicht in Dogtown. Steuern, wer zum Teufel braucht die? In Dogtown sorge ich für sichere Geschäfte, solange du dich an meine Regeln hältst. Ich habe das Gefühl, nicht nur bei mir selber, sondern auch bei meinen Kollegen, dass da halt wirklich dieser Elan drin ist, um das der Welt nochmal zu zeigen, dass der Launch ein sehr hässlicher und schmerzhafter Ausrutscher war, aber hoffentlich ein Ausrutscher. Vom
Umfang selber glaube ich, dass das tatsächlich mit eine der größten Erweiterungen ist, wenn nicht sogar die größte, die wir je gemacht haben. Und dieses bigger, better und höhere Ambitionen, muss man sagen, ist ein Teil von CD Projekts DNA. Wir haben in den USA ein Activision Blizzard, wir haben ein Electronic Arts, wir haben in Europa Ubisoft und so. Das sind große, prominente Firmen, die halt in der allerersten Liga dieser Spieleentwicklung mitspielen. Und CD Projekts Ambitionen waren immer zu sagen, da wollen wir hin. Am Anfang waren wir jung und hatten wenig Erfahrung. Wir wollten ein internationales Unternehmen werden. Unsere Ambitionen waren riesig, aber wir wussten nichts. Unser Mangel an Wissen gab uns Superkräfte. Vor 20 Jahren begannen wir mit dieser sehr kleinen Gruppe in Lodz. Ich bin hier geboren. Es bedeutet mir viel. Ich habe Lodz vor langer Zeit verlassen.